Heute mal mit 4 Rädern und nicht mit 2, aber keine Sorge, das ist nicht das Ende vom Motorradfahren. Das hier ist einfach nur ein weiteres Projekt, was wir mit euch teilen wollen. Und zwar hatten wir schon länger diesen Wunsch, dass wir ein Auto umbauen und damit verreisen, vielleicht sogar da drin wohnen und vor allem auch diesen Umbau miterleben können. Und aus den uns gegebenen Mitteln und Fähigkeiten heraus ist es dann dieses kleine Auto geworden. Und ja, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, dann erzähle ich euch ein bisschen was zu dem Auto. Unsere Hauptkriterien bei der Fahrzeugwahl war zum einen, dass die Ladefläche mindestens 2 Meter lang ist, damit wir zwischen Schlafen und Fahren die Sitze nicht ständig umbauen müssen. Zum anderen war es sehr wichtig, dass der Motor sparsam ist, gut für lange Strecken und auch gut hält. Und laut Internet ist der Opel Combo D ein richtig solides Auto. Dachten wir. Aber dazu später mehr. Ein paar Daten und Fakten zu unserem Auto. Es ist der Opel Combo D in der L2-Version mit dem 90 PS Dieselmotor. Baujahr 2015. Der Verbrauch ist im ausgebauten und beladenen Zustand 5,5 bis 6 Liter außerorts und innerorts, was wir allerdings nicht sehr häufig fahren. Da kommen wir auf 6,5 Liter. Mit dem 60 Liter Tank schaffen wir dadurch gute 1000 Kilometer. Kommen wir zum Ausbau von unserem Auto. Wir haben das Auto erst vom Rost befreit, dann den Innenraum neu lackiert, mit Filz bezogen, dann Pläne geschmiedet, wie wir es am besten umbauen können und am besten halt die Pläne umsetzen können. Wir haben das ganze Holz eingekauft und auf dem Weg zur Garage, wo wir das Auto dann umbauen wollten, standen wir. Uns ist die Steuerkette gerissen und ja, dann war das ganze Projekt einfach über einen Monat auf Eis gelegen. Wir wussten nicht, kann das Auto jemals wieder fahren, bekommen wir es wieder zurück? Ist das ganze Projekt jetzt im Eimer oder ja. Aber wie ihr seht, er ist wieder da. Nach über einem Monat haben wir dann mit dem Ausbau weitergemacht, haben da richtig viel Zeit und Energie reingesteckt. Gerade Hannes hat da wirklich mega viel Nerven auch reingesteckt in dieses Auto. Und ja, dann war es nach einer ziemlich langen Zeit endlich fertig. Wir haben die Jungfernfahrt gemacht, sind in die Berge gefahren, waren richtig stolz auf uns, dass das jetzt alles doch noch geklappt hat. Und Knall! Ja, da standen wir wieder. Die Servolenkungspumpe hat es zerrissen und wir wussten einfach nicht, was da jetzt gerade los war. Wir standen einfach da, haben den ADAC wieder angerufen. An dieser Stelle auch nochmal ein Danke an ADAC, weil bei jeder Panne waren die Leute, die da waren, wirklich immer wahnsinnig freundlich, hilfsbereit. Ohne den ADAC wäre es ein krasser Act gewesen jedes Mal. Deshalb an der Stelle nochmal Danke. Ja, wir wussten aber zu dem Zeitpunkt wieder nicht, ist mehr kaputt, ist es nur das oder ist das ganze Projekt jetzt einfach wieder hinfällig wegen dem Motor. Aber wie gesagt, er steht hier, das heißt, er konnte repariert werden. Es ist jetzt wieder alles gut und ja, wir hoffen, dass das alles war. Dann schauen wir uns die ganze Sache mal an. Willkommen im Auto. Unser grober Aufbau ist eigentlich relativ offensichtlich und zwar haben wir auf der einen Seite das Bett und eine Sitzfläche und auf der anderen Seite, eben die Küche. Fangen wir beim Bett an. Beim Bett haben wir zum einen hier hinten, unten natürlich nochmal ein Extrafach für Decken, Kissen und eben das ganze Bettzeug. Unten drunter haben wir nochmal Stauraum für Klamotten und sonstige Sachen. Hier, wo ich drauf sitze, ist die komplette Elektrik verbaut. Vorne haben wir einen Lastenauszug, da passen perfekt Euroboxen rein und eben, da transportieren wir die ganzen schweren Sachen. Das Bett kann man einmal eben aufklappen, hier vorne, es ist zweigeteilt, das heißt hier hinten kann ich nochmal umklappen und dann kommen die ganzen Polster hier hingelegt und wir haben hier die komplette Fläche als Liegefläche. Als einzige Person komplett ausreichend, zu zweit muss man sich mögen.
Unsere Küche haben wir einmal hier eine Verlängerung mit eingebaut, was wir ziemlich cool finden. Dann haben wir noch ein Waschbecken, Stauraum. Hier hinten ist noch Stauraum, hier oben ist noch Stauraum. Und wir haben hier unten drunter noch einen Herd mit eingebaut, den wir einmal ausziehen können und dann können wir draußen kochen und wieder einfahren können. Das ist unser Innenausbau und wir wollen dazu noch mal ein genaueres Video machen. Wenn euch irgendetwas explizit interessiert oder ihr zu irgendetwas spezielle Fragen habt, dann bitte lasst es mich wissen und wir versuchen das einfach das nächste Mal genau mit aufzunehmen und diese Fragen zu beantworten. Ansonsten, es ist auch schon das erste Projekt mit diesem Auto geplant. Wir wollen nämlich hoch ans Nordkap fahren. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht noch irgendeine verrückte Idee dabei im Kopf hätten. Ja, was das ist, darauf könnt ihr euch freuen. Oh, wir könnten so eine richtige Autovorstellung machen, weißt du, noch in diesen, wie E-Mod, wenn dann die Frauen hier so entlang laufen. Au. Und, würdest du es kaufen? Ja, ich habe schon gekauft. Ja. So, Spaß.